Ta da 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 da. Check. Okay, Lukas, die Liste ist fertig. Die Mission kann beginnen. Hallo zusammen, ich bin Anna. Hallo Anna, welche Liste und welche Mission? Du klingst, als ob du eine Expedition planst. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Lukas. Das ist eine Expedition, eine kulinarische Expedition. Ich bin in Deutschland, aber ich habe das Gefühl, ich kenne nur die Klischees. Ich möchte die echte deutsche Küche verstehen. Ich habe eine Checkliste, die Top 5 Gerichte, die man probiert haben muss. Ah, eine kulinarische Checkliste. Das ist eine hervorragende Idee. Die deutsche Küche ist oft unterschätzt. Und das ist unser Thema heute, die Top 5 der deutschen Gerichte, ein Realitätscheck. Wir werden diese Gerichte nicht nur bestellen, das ist A2. Wir werden sie analysieren, diskutieren und vielleicht sogar debattieren. Das ist eine sehr, sehr lange und detaillierte Lektion auf B2-Niveau. Wir werden 4000 Wörter lang komplexe Grammatik, Adjektivdeklinationen und Konjunktiv 2 üben. Also Anna, was ist der erste Punkt auf deiner Mission? Der König, der Kaiser, das Gericht, das jeder kennt. Part 1. Der König der Klischees. Das Schnitzel. Neutrum. Ah, natürlich. Mission 1. Das Schnitzel. Aber Anna, was ist das Schnitzel für dich? Ist es nicht einfach nur frittiertes Fleisch? Das ist die Frage. Ich habe Angst, dass es nur ein Klischee ist. Ist es wirklich so gut? Was macht ein perfektes Schnitzel aus? Das ist eine B2-Frage. Ein perfektes Schnitzel zu beschreiben, braucht Adjektivdeklinationen. Ein perfektes Schnitzel ist nicht dick, es muss ein dünnes, aber großes Schnitzel sein. Neutrum Akkusativ. Die Panade ist entscheidend, sie muss eine goldene, knusprige Panade sein, feminin Nominativ. Und sie muss soufflieren. Soufflieren? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Panade wirft Blasen. Sie liegt locker auf dem Fleisch. Das Fleisch wird in heißem Fett, Neutrum Dativ, gebraten, nicht in altem Fett. Also, wenn du bestellst, hoffst du auf ein dünnes, zartes Schnitzel mit einer goldenen, knusprigen Panade. Okay, ich suche ein dünnes, zartes Schnitzel mit einer goldenen, knusprigen Panade. Das klingt schon viel besser. Aber, Lukas, jetzt kommt die wichtigste Debatte. Ah, die Beilage. Genau. Pommes oder ein warmer Kartoffelsalat, maskulin Nominativ. Ich finde, Pommes sind langweilig. Da bin ich anderer Meinung. Ich finde, Pommes passen perfekt, weil sie so einfach sind. Sie konkurrieren nicht mit dem Schnitzel. Ein guter Kartoffelsalat ist auf zu sauer. Nein, ein guter Kartoffelsalat, maskulin Nominativ, mit Essig und Öl ist die authentische Wahl. Also, wenn ich wählen müsste, würde ich ein Schnitzel mit einem warmen Kartoffelsalat bestellen. Okay, du würdest einen warmen Kartoffelsalat wählen, obwohl ich knusprige Pommes empfehle? Ja, ich würde einen authentischen Kartoffelsalat, maskulin Akkusativ, bevorzugen. Und ich? Ich würde ein perfektes Schnitzel, Neutrum Akkusativ, immer mit einfachen Pommes bestellen. Okay, Mission 1 ist klar. Ich weiß, was ich suche, aber was ist, wenn man kein Fleisch isst? Ist die Mission dann vorbei? Part 2. Der vegetarische Held. Die Käsespätzle, Plural. Nein, überhaupt nicht. Das ist ein großer Irrtum.
Die deutsche Küche hat fantastische vegetarische Gerichte. Willkommen zu Mission 2, die Käsespätzle. Plural. Ah, das kenne ich. Das sind deutsche Mac and Cheese, richtig? Ein B2-Student würde es eleganter formulieren. Es ist viel mehr als das. Wir benutzen einen Relativsatz. Spätzle sind Eiernudeln, die oft von Hand geschabt werden. Okay, Nudeln, die von Hand geschabt werden. Und Käse? Nicht irgendein Käse. Der Geschmack kommt von einem kräftigen Bergkäse, maskulin, Dativ, oft aus dem Allgäu. Wir benutzen das Passiv, um den Prozess zu beschreiben. Die Spätzle werden gekocht. Dann werden sie mit dem geriebenen Käse geschichtet. Und obendrauf kommen knusprige Röstzwiebeln, Plural. Okay, gekochte Spätzle, kräftiger Käse und knusprige Röstzwiebeln. Das klingt perfekt. Aber ist das ein Hauptgericht oder nur eine Beilage? Beides. Das ist das Tolle. Man kann Käsespätzle als Hauptgericht mit einem grünen Salat, maskulin Akkusativ, essen. Oder man kann sie als Beilage zu Fleisch bestellen. Zum Beispiel zu einem zarten Schnitzel. Nein, das wäre zu viel. Man würde Käsespätzle eher zu einem Braten essen. Aber lass uns beim Hauptgericht bleiben. Stell dir vor, du bestellst sie. Was wäre deine Sorge? Ich hätte Angst, dass sie zu schwer sind, dass die Spätzle plural wie ein Stein im Magen liegen. Das könnte passieren, wenn der Käse nicht gut wäre. Aber gute Käsespätzle, Plural, Nominativ, sind würzig und cremig, nicht nur fettig. Okay, Mission 2. Käsespätzle sind notiert. Jetzt will ich aber das richtig traditionelle Fleischgericht sehen. Jetzt kommen wir zur alten Schule. Ein Gericht, das Geduld erfordert. Mission 3, der Sauerbraten, maskulin. Sauerbraten? Sauer? Das klingt komisch. Ist das Fleisch schlecht? Nein, es ist das Gegenteil. Es ist wunderbar zartes Rindfleisch. Neutrum, Nominativ. Es heißt Sauerbraten, weil das Fleisch mariniert wird. Das Fleisch wird für Tage, manchmal eine Woche, in einer Marinade aus Essig und Gewürzen eingelegt. Eine Woche? Warum macht man das? Man macht das, damit das Fleisch unglaublich zart wird. Die Säure bricht das Fleisch auf. Die Soße, die man danach daraus macht, ist das Wichtigste. Sie ist süß und sauer zugleich. Okay, es ist also ein mariniertes Rindfleisch mit einer süß-sauren Soße. Aber was isst man dazu? Hier gibt es keine Debatte. Es gibt Regeln. Zu einem echten Sauerbraten, Dativ, gehört Rotkohl. Rotkohl? Okay. Und man braucht Knödel, Plural. Entweder Kartoffelknödel oder Semmelknödel. Das sind, stell dir den Teller vor, der dunkle Sauerbraten, der rote Rotkohl und die weißen Knödel. Okay, der dunkle Braten, der rote Kohl, das ist sehr deutsch. Was würde passieren, wenn man einen Sauerbraten mit Pommes bestellen würde? Das wäre ein Verbrechen. Man könnte es tun, aber es würde nicht passen. Die weichen Knödel, Plural Nominativ, sind perfekt, um die leckere Soße aufzusaugen. Okay, Mission 3 verstanden. Sehr komplex. Aber Lukas, das ist alles Restaurantessen. Was ist mit der Straße? Part 4, der Streetfood-Klassiker, die Rinderbratwurst, feminin. Gute Frage. Nicht jedes deutsche Essen braucht 3 Tage Vorbereitung. Willkommen zu Mission 4, die Bratwurst. Ah, die Wurst. Darauf habe ich gewartet. Genau. Wir sprechen heute über eine Rinderbratwurst, die man überall auf der Straße findet. Das ist das klassische Essen auf die Hand.
Es wird gebraten und in einem kleinen Brötchen serviert. Okay, eine heiße Bratwurst in einem knusprigen Brötchen. Einfach. Moment, jetzt kommt die wichtigste deutsche Frage. Ja, die wichtigste. Ketchup oder Senf? Anna. Für eine traditionelle Bratwurst gibt es nur eine Antwort. Senf. Was? Nein, ich bin der Meinung, dass Ketchup besser passt. Ketchup ist süß, die Wurst ist salzig, es ist perfekt. Nein. Ketchup überdeckt den Geschmack. Es ist zu süß. Ein scharfer Senf, maskulin Nominativ, unterstützt den Geschmack von einer guten Bratwurst. Dativ. Ich würde Ketchup nehmen, obwohl du Senf empfiehlst. Ich brauche meinen süßen Ketchup, maskulin Akkusativ. Ich würde dir nie Ketchup zu einer Bratwurst geben. Ich würde immer einen würzigen Senf anbieten. Okay, Mission 4. Eine Rinderbratwurst mit Ketchup. Ich bin so satt. Ich kann nicht mehr. Moment. Es gibt einen zweiten Magen, den Nachtischmagen. Mission 5. Part 5. Das süße Finale, der Apfelstrudel. Willkommen zur letzten Mission, der Apfelstrudel. Ah, Apfelstrudel, das kenne ich. Das ist ein warmer Kuchen mit Äpfeln und Zimt, richtig? Fast. Es ist ein dünner Teig, kein dicker Kuchen. Der Teig wird gezogen, bis er hauchdünn ist. Dann wird er mit süßen Äpfeln, Plural Dativ, Rosinen und Zimt gefüllt. Okay, ein warmer Strudel mit heißen Äpfeln, Dativ. Ich bestelle einen Apfelstrudel. Aber Lukas, die letzte große Debatte? Die wichtigste Debatte des Abends. Wie isst man ihn? Mit einer Kugel Vanilleeis, kalt und warm, perfekt. Falsch. Nein, Vanilleeis ist okay. Aber der Klassiker ist, man isst einen Apfelstrudel mit heißer Vanillesoße. Was? Eine Soße? Nein, das Eis Schmilzt auf dem heißen Strudel, Dativ. Das ist viel besser. Ich finde, die heiße Soße verbindet sich besser mit den süßen Äpfeln. Das Eis ist zu kalt, es betäubt den Geschmack. Ich würde nie einen Apfelstrudel, Akkusativ, mit Soße bestellen. Ich würde immer eine Kugel Eis nehmen, Akkusativ. Und ich würde einen Apfelstrudel, Akkusativ, immer mit heißer Vanillesoße, Dativ, bevorzugen. Part 6. Das große Finale. Anna, Mission erfüllt. Du hast die Top 5 der deutschen Küche analysiert. Das war eine sehr, sehr, sehr lange Lektion. Jetzt kommt der große Test. Die große, große, große Wiederholung. Der finale Test. Okay, ich bin so satt. Okay, Anna. Du musst jetzt die 5 Gerichte einordnen. Von Platz 5, dein am wenigsten bevorzugtes, bis Platz 1, dein absoluter Favorit. Welches Gericht ist Platz 5? Okay, Platz 5. Das ist schwer. Ich glaube, auf Platz 5 ist für mich der Sauerbraten. Interessant. Warum? Du sagtest, der marinierte Braten, Nominativ, klang gut. Ja, aber die Idee von einer süß-sauren Soße, Dativ, ist für mich sehr ungewohnt. Ich glaube, ein zarter Braten ist super, aber ich würde eine normale Bratensoße, Akkusativ, bevorzugen. Verstehe. Okay, Platz 4. Platz 4 ist die Rinderbratwurst. Sie war lecker, aber eine Wurst im Brötchen, Dativ, ist für mich eher ein Snack, kein volles Essen, obwohl sie sehr berühmt ist. Okay,
Die Bratwurst ist Platz 4. Was ist Platz 3? Platz 3 ist der Apfelstrudel. Er war fantastisch, aber es ist ein Nachtisch. Ein warmer Strudel mit Eis war super, aber er kann nicht gegen Gegen Platz 2? Platz 2 ist das Schnitzel. Ja, ich liebe ein knuspriges Schnitzel. Die Debatte mit dem Kartoffelsalat Dativ war super. Es ist fast perfekt. Fast. Also ist das Schnitzel nicht dein Gewinner. Was ist Platz 1? Mein absoluter Favorit. Platz 1. Die Käsespätzle. Wow, die Käsespätzle gewinnen gegen das Schnitzel. Warum? Ja, ein Schnitzel ist toll, aber Käsespätzle waren eine Überraschung. Die Kombination von den weichen Spätzle, dem kräftigen Käse und den knusprigen Röstzwiebeln war unglaublich. Es war das interessanteste und leckerste Gericht. Herzlichen Glückwunsch, Anna. Und herzlichen Glückwunsch an Sie, unsere Zuhörer. Sie haben eine 4000-Wort-Lektion über die deutsche Küche überlebt. Sie sind jetzt kulinarische B2-Experten. Ja, Mission erfüllt und ich muss jetzt eine Woche lang Diät machen. Ihre letzte Mission. Es ist eine B2-Aufgabe. Was ist Ihr Favorit? Schreiben Sie uns in die Kommentare. Welches dieser 5 Gerichte finden Sie am interessantesten und warum? Zum Beispiel, ich finde den Sauerbraten am interessantesten, weil ich noch nie Fleisch in Essig mariniert habe. Wir freuen uns sehr auf Ihre Antworten. Guten Appetit! Vielen Dank für Ihre unglaubliche Geduld heute. Ja, vielen Dank an alle. Bleiben Sie neugierig. Auf Wiedersehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.